Morning, morning, morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. What a beautiful thing that these prophets continue to prophesy selflessly. Wie wunderbar, dass diese Propheten weiterhin selbstlos prophezeien. Now, look what Peter continues to say. Schau, was Petrus weiter sagt. And now you have heard these things from the evangelists, Und nun habt ihr diese Dinge von den Evangelisten gehört. the ones who preach the gospel to you through the power of the Holy Spirit sent from heaven. Diejenigen, die euch das Evangelium durch die Kraft des vom Himmel gesandten Heiligen Geistes gepredigt haben. Now, when the Bible talks here, you know that now they heard to preach the gospel to them through the evangelists. Wenn die Bibel hier sagt, ihr habt nun das durch die Evangelisten gepredigte Evangelium gehört, Of course, it's talking about the one who declared the good news. spricht die Bibel natürlich von denen, die die gute Nachricht verkündeten. So look, I really like this. Das gefällt mir sehr gut. That a true evangelist, according to the New Testament, Ein wahrer Evangelist nach dem Neuen Testament is not somebody who just evangelizes under whatever, however you define that. ist nicht jemand, der einfach nur evangelisiert, wie auch immer man das definiert, But somebody who actually brings the mystery and the revelation of the glory of Jesus Christ. sondern jemand, der die Offenbarung des Geheimnisses der Herrlichkeit Jesu Christi tatsächlich weitergibt. Somebody recently asked me a question. Jemand hat mich kürzlich gefragt, Reinhard, if the gospel means in the original language good news, why so much of the gospel that is preached is bad news? Reinhard, wenn das Evangelium in der ursprünglichen Sprache gute Nachricht bedeutet, warum ist dann so viel von dem Evangelium, das gepredigt wird, eine schlechte Nachricht? I only said poise. Ich habe geantwortet, Poise. You know, it's really sad. Es ist wirklich traurig. Somebody who preaches the gospel has to preach the glory of Jesus Christ. Jemand, der das Evangelium predigt, muss die Herrlichkeit Jesu Christi verkünden. And this has to be done in the power of the Holy Spirit, like it's written here. Und das muss in der Kraft des Heiligen Geistes geschehen, wie es hier geschrieben steht. You know, let me explain something to you. Ich erkläre dir etwas. Have you ever asked yourself the question, Hast du dich jemals gefragt, why after Jesus told his 12 apostles warum Jesus, nachdem er seinen 12 Aposteln gesagt hat, that they should go into the whole world to preach the gospel, he told them that they're not allowed to go into the whole world and preach the gospel. dass sie in die ganze Welt hinausgehen sollen, um das Evangelium zu predigen, er ihnen gesagt hat, dass es ihnen nicht erlaubt ist, in die Welt hinauszugehen und das Evangelium zu predigen. Think. Überleg mal. Jesus said, go and preach the gospel. He said, don't go and preach the gospel. Jesus sagte, geht hin und verkündet das Evangelium. Er sagte, geht nicht hin und verkündet das Evangelium. First, you must wait. Zuerst müsst ihr warten. You must wait until the Holy Spirit has come upon you. Ihr müsst warten, bis der Heilige Geist auf euch gekommen ist. And this is something that is lacking today in the church and in the lives of Christians. Das ist etwas, woran es heute in der Gemeinde und im Leben der Christen mangelt. Not only does an evangelist have to preach the good news and not the bad news, Ein Evangelist muss nicht nur die gute Nachricht und keine schlechte Nachricht verkünden, but an evangelist has to preach those good news with the power of the Holy Spirit. sondern er muss die gute Nachricht in der Kraft des Heiligen Geistes verkünden. In fact, at my school, here is what I teach. In meiner Schule lehre ich Folgendes. I teach that nobody has even the right from the Bible Ich lehre, dass von der Bibel her niemand das Recht hat, to preach the gospel without the power of the Holy Spirit. You don't have that right. das Evangelium ohne die Kraft des Heiligen Geistes zu verkünden. Wir haben dieses Recht nicht. Think about this. Denk darüber nach. But yet we think we have the right just to use and preach the gospel with words only. Und doch denken wir hätten das Recht, das Evangelium nur mit Worten zu verkünden. You don't. Das ist nicht der Fall. So, my dear friend, I have a passion to raise up Christians Mein lieber Freund, ich habe wirklich eine Leidenschaft, Christen zu erwecken, who stop preaching the bad news. die aufhören, die schlechte Nachricht zu predigen. I'm telling you, when I see how many Christians live their life
If I wouldn't know Jesus so well, I wouldn't want to be a Christian. Wenn ich sehe, wie viele Christen ihr Leben leben, dann würde ich kein Christ sein wollen, wenn ich Jesus nicht so gut kennen würde. Their very life is more bad news than good news. Ihr gesamtes Leben ist mehr eine schlechte Nachricht als eine gute Nachricht. See, I'm a great believer in authentic Christian life. Ich glaube sehr an ein authentisches christliches Leben. When I was 8, God called me to preach. Als ich 8 Jahre alt war, berief mich Gott zum Predigen. When I was 16, I started to preach. Mit 16 Jahren begann ich zu predigen. I meant preach to people. Ich meine, zu Menschen zu predigen. Because as a kid, I already preached to the chairs, preached to the cows, preached to everybody I found. Denn als Kind habe ich zu den Stühlen gepredigt, zu den Kühen gepredigt und zu jeder Person, die ich fand. But I actually started to preach when I was 16. Aber eigentlich habe ich erst mit 16 angefangen zu predigen. And I said to God at that time, Damals sagte ich zu Gott, Lord, I don't want to be that person who lives a life in the meeting and a life outside of the meeting. Herr, ich will kein Mensch sein, der ein Leben in der Versammlung lebt, außerhalb der Versammlung aber ein anderes Leben führt. I don't want to be a man on the pulpit and a different man in my home. Ich will nicht ein Mensch auf der Kanzel und ein anderer Mensch zu Hause sein. You know, I was taught in Bible school that that's how we're supposed to live. In der Bibelschule wurde mir beigebracht, dass wir so leben sollten. My Bible school teacher said to me, don't let people from your church get close to you so that they don't see who you really are. Mein Bibelschullehrer sagte zu mir, lass die Leute aus deiner Gemeinde nicht so nahe an dich heran, damit sie nicht sehen, wer du wirklich bist. I thought, what? Ich dachte, was? No. Nein. So if the gospel is good news, I have to preach good news, live good news, and confirm good news with the supernatural. Wenn das Evangelium eine gute Nachricht ist, muss ich die gute Nachricht predigen, die gute Nachricht leben und die gute Nachricht mit dem Übernatürlichen bestätigen. So stop being negative. Stop preaching bad news. Hör also auf, negativ zu sein. Hör auf, schlechte Nachrichten zu predigen. The politicians are messing up my country. That's bad news. Stop preaching it. Die Politiker machen mein Land kaputt. Das sind schlechte Nachrichten. Hör auf, das zu predigen. Everything is going darker. Stop preaching this unless you add, but we, the light, are going to shine brighter. Alles wird immer dunkler. Hör auf, das zu predigen, es sei denn, du fügst hinzu, aber wir, das Licht, werden heller leuchten. It's time for the Holy Spirit and the true good news and the life all be one. Es ist Zeit, dass der Heilige Geist und die wahre gute Nachricht und das Leben eine Einheit bilden. And then look what it says. Nun schau, hier heißt es, The gospel containing wonderful mysteries that even the angels long to get a glimpse of. ein Evangelium, das wunderbare Geheimnisse enthält, von denen sogar die Engel einen Blick erhaschen wollen. This is too deep. I have to leave it for tomorrow. Das ist zu tiefgründig, ich hebe es für morgen auf. But tomorrow we continue right here. Morgen machen wir gleich hier weiter.